So, und damit wieder willkommen zurück zur dritten Folge von Conquest. Jetzt sind wir hier mal in den Zirkus einmarschiert. Ich weiß nicht, was mir jetzt noch irgendwie erwartet. Wo ist denn überhaupt hier diese kleine Didi hin? Jetzt mal gucken, ob es hier noch irgendwas Schönes zum Einsammeln gibt. Da hinten haben wir doch schon wieder so eine Kugel. Kommen wir doch irgendwie hin. Oh, das war knapp. Da würde ich sagen, auf ein neues, wa? Nein, ich hatte gedacht, ich schaff's. Ach, scheiß jetzt auf die Kugel. So, was repariere die 3 Attraktionen. Was sind denn die 3 Attraktionen? Sind die hier unten oder sind die im Zelt? Attraktionen, das sind eigentlich immer hier so Schießbuden und sowas. Nehmen wir doch sowas. Geht das? Und welche von denen sind kaputt? Ah, hier blinkt schon mal irgendwas. Was ist das? Aha. Da oben ist noch so ein Dings. Na, bist du mich? Nein. Ja, gehst du hoch? Jetzt ist sie doch tatsächlich da durchgefallen. Ja, läuft doch. Hier ist er doch. Die Kleine. Hey, has anyone seen the princess puppet? We can't really start the story without her. That sounds like Daddy. Darn! Where did I put her? Juhu. Ich bin eine Prinzessin. There she is. Once upon a time, there was a princess who lived in a castle with her father, the king. The king loved her very much because daddies loved their daughters. Unfortunately, the kingdom also had an ogre who was eating travelers because ogres do that. So the king did what kings do and promised that anyone who slew the ogre would get to marry his only daughter, the princess, and become king when he died. The king's lands were very far away, and the ogre was very large, so only one knight showed up. His name was Fred. Hey, and Fred. he fell immediately in love with the princess. Fred was a brave knight, and he marched off the next morning, singing a brave song as loudly as he could. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she set off into the forest to look for him. The princess tracked Fred's footprints through a strange wilderness full of scary sounds and hidden dangers. Chasms filled with razor-sharp bamboo. Fortunately, she was a very brave princess who loved adventures. Nein! Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Also war das doch gar nicht.
Oh, hüpfen wir hier drüber. Na, kommst du? So. Oh, wir sind wieder tödliche Bambusspieße. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. Das wilde Krokodil. She couldn't even swim. Ach, da hüpfen wir drauf. So what do you think she did? Kein Ding. Nein! Unfortunately, she fell in the water and drowned. Halt, so war das auch. Wait, that's not what happened. She came to a wide river filled with snapping crocodiles. Och Mann, she couldn't even swim. So what do you think she did? She ran on top of their heads. That's right. Genau. It was a magical forest where the plants seemed to know each other. She had to use magic mushrooms to get high. Magic Mushrooms, die mag ich auch. Aber den brauche ich bestimmt und den. Das müsste eigentlich schon reichen, oder? Nee. Machen wir so. Hey, wie soll ich denn da hochkommen? Ah, ne, warte, ich kann ja mal versuchen, da durchzuspringen. Mal gucken, ob das hier auch geht. Ne, das geht nicht. Wie soll ich denn da hochkommen? Wow, was ist jetzt los? Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Ah, das könnte vielleicht auch funktionieren. Unfortunately, she impaled herself. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wait, that's not what happened. Nicht jetzt. Er hat ihn nicht. So, jetzt den. Kurz warten. Und den aktivieren. Oh. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Das klappt doch bestimmt. Den. Und den warten. So, jetzt drüber. Ein Stückchen weiter hierher gehen. Oh ne, da fliege ich raus. Jupp, jupp, jupp. Mit ein bisschen Schmackes vielleicht. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Ein Stückchen weiter vorstellen. Ah, jetzt hätte es geklappt, da ich da oben drauf konnte. Wait, that's not what happened. Sonst probiere ich das nochmal. Hoffentlich klappt es jetzt nochmal hier, dass ich da in der Mitte auf den Baumstumpf da komme. So, also nochmal kurz warten. Ei. Ah. She learned to use some bendy tree branches to fling herself across a patch of deadly sharp bamboo. As the sun was setting, she came to the giant ogre's campsite. And there, the princess discovered that the ogre had captured Fred and hung him from a tree as a snack. Der arme Fred. The ogre did not appreciate visitors at all. Even Fred seemed a little embarrassed to see them.
Hä? Muss ich vielleicht da oben drauf? Das war ein bisschen floh. So, jetzt aber noch einmal. Ne, so wird das auch nichts. Da muss ich doch warten, bis er auf den Baumstumpf drauf haut. Och, jetzt haut er auch noch da drüber. Ja, komm, mach. Das ist doch blöd. Ja, aber jetzt. Also ich glaube, das Spiel macht mich doch noch wahnsinnig. Hüpfen? Nein! Na komm, nochmal. Na, ich flippe hier noch aus. Ja, du sollst nicht so weit ausholen, du sollst den kurzen Dings machen. Na. Doch nicht so weit. Warum? Das ist doch blöd, wenn ich da verreckt, wenn ich nur da drauf stehe. Das ist doch ein blöder Oger. Und hüpfen. Nee, jetzt. Hä? Was war das jetzt? Wenn ich jetzt wenigstens erstmal wüsste, wohin ich hinter den Oger muss oder doch irgendwie auf diesen Baumstamm da oben drauf. But the princess was a woman of action, and she was nimble, and the ogre was clumsy and easy to taunt. Das ist schon mal gut zu wissen. What's a taunt? Irgendwie hat das abgelenkt, dass er da oben hängt. You should never make fun of people, but with ogres, sometimes you have to. Es ist so ein Scheiß, ey. Oh, komm. Ja, warum verreck ich denn bloß, weil ich da gehe? Könnte ich aus der Hose schnippen hier. Ja, genau! Jetzt warte mal anständig. Hier, da auf dem Baumstumpf sollst du draufhauen. Da. Geht doch. So, weg hier.
Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst. Meine Güte. And so the princess tricked the ogre and rescued Fred. Mann, das war ja eine schwierige Geburt. He really loved the princess. Fortunately, the king told him about a giant spider that he could slay in order to win the princess's hand. So Fred marched off to the lair of the giant spider, singing a brave song, a little less loudly than before. After several days had passed, the princess got to wondering what had happened to her future husband. So she went off looking for him again. Den Typen würde ich aber nicht heiraten. Fred's footprints led her into a dark and creepy cavern, full of strange dripping sounds, kind of like the basement at school. Her footsteps echoed and echoed, until it sounded like someone was following her. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Ja, genau. Soon, she came to a vast pit, filled with vicious, deadly spikes. It was much too big to jump over, but far off, she could hear moaning. She thought it might be Fred. So what do you think she did? I know. What? She used an umbrella. What? Like that nanny in that movie. This is the Middle Ages, honey. Where would she get an umbrella? I don't know, but that's what she used. I don't think I have an umbrella. Well, you better find one, because she used an umbrella. Where am I supposed to get an umbrella? Genau, gibt den Regenschirm her. Oh. Oh, there we go. Oh. So, the princess bravely threw herself into the air, slowing her fall using an umbrella. Just like that nanny in the movie. She floated down into the cave. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, auf der falschen Seite but runter. maybe it was only the wind. Ich wusste es doch. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Wo ist jetzt der Regenschirm? Geht er automatisch auf? Nee, war ja klar. Ach, den muss ich mir noch extra holen, oder was? Ja. Wait, that's not what happened. Dann nochmal ab in den Schatten. Hui. Deeper and deeper into the cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. So versuche ich es gleich rechts. Ah, da ist so der Fred. Oh Mann. Unfortunately, she impaled herself on the bamboo. Wait, that's not what happened. Darfst du nicht mehr mit dem Deeper and Regenschirm da deeper irgendwo into the dran? cavern she floated. She thought she could hear Fred moaning, but maybe it was only the wind. Oh. Finally, she landed So softly, eine Scheiße. right in a spider's web. Ja, und nun? Fortunately, it was a very old web, and she was able to break free. Unfortunately, the web was the only thing holding up a giant boulder. The princess needed to find somewhere to hide. Geh weg. Nö. Wo soll ich denn da hin? Verstecken wir uns hier. Habe ich eben nicht gesehen. Suddenly,
giant spider jumped out of the shadows and Herzlich attacked her. willkommen. She ran and climbed and jumped and climbed, but the giant spider was very good at climbing too. It had 8 legs and the princess only had 2. Ja, jetzt ist hier oben so blöd spielen jetzt. Und nun? Fortunately, the princess remembered how the webs were holding up boulders. So eine Scheiße, ey. Aber gut, dass die ganzen Mist nicht nochmal machen musste. Poor spider. Finally, she found Fred. He was all wrapped up like a present for the giant spider's girlfriend. He was dreadfully embarrassed about having to be rescued again. He really loved the princess. The princess decided he was cute. Fortunately, the king told him about a dragon that he could slay in order to win the princess's hand and stop being so embarrassed. So Fred marched off to the mountaintop of the dragon, singing a brave song, very quietly. Ja, und ich verreck dann wieder 20.000 Mal, ehe ich den Typen gefunden habe. After a few days, the princess got to wondering... Why her dad kept trying to give her away? That too. But she was worried about Fred, so she went off to find him. The dragon's mountain was cold, and the wind howled at her to turn back. There were rock slides and fiery chasms. Ja, irgend sowas muss da But jetzt she wieder was kommen. very brave and nimble, just like you. She wasn't going to be put off by a few deadly dangers. Oh. Up and up she climbed. Ja, was kommt denn When jetzt? she got cold, she thought about the hot buttered muffins she would make once she got Fred home. Do you still like muffins? I love muffins. Und das? The princess hoped Fred liked Da muffins. muss man da drauf. Wird schon schief gehen. So, das ist ein Ding, oder? Ah, nein! Ja, wenn hier noch ein ist, da kommt da bestimmt gleich noch einer, oder? So, was kommt jetzt When noch? the princess got to the lair of the dragon, she was not very surprised to see Fred hanging from the roof of the dragon's cave. Oh, da ist doch der Drache. So she taunted the dragon until it roared its fiery breath at her. Ah, jetzt war ich mit Lesen beschäftigt, ey.
Ist wahrscheinlich wieder irgendwie da unten durch oder so. Genau. Wo muss ich denn da hin? Oder muss ich ihn da einfach nur abgurkeln lassen? Weil das ist doch gerade runtergefallen. Finally, burning away the ropes that were tying up Fred. And so the princess and Fred lived happily ever after. Fred never had to go on another adventure again, and they had hot buttered muffins every morning. There's another version of the story where the princess flew off on the dragon's back to have a life full of adventures, but that's for another day. Ja genau, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Das ging mir jetzt schon alles auf den Keks hier. Sowas mache ich überhaupt nicht gerne. Yay, Dawn, you did it! Hey, und dann sind wir auch schon wieder am Folgenende. Eine Folge führen gebraucht, um eine komplette Attraktion erstmal zu reparieren. Ja, dann machen wir in der nächsten Folge halt die nächsten 2 Attraktionen. Oder vielleicht nur eine, kommt drauf an wieder, wie lange die dauern. Werden wir ja dann sehen. Also bis dann, macht's gut.